Und was bewirkt der Rauch bei den Bienen? Der Rauch bewirkt, dass die Bienen sich beruhigen und sich in ihren Bienenstock zurückziehen. Man vermutet, dass das darauf zurückgeht, dass ein Bienenvolk, das sich bei einem Waldbrand in seinen Baum zurückzieht, in seine Baumhöhle zurückzieht, dann eben Überlebenschancen hat. Und wenn der Rauch kommt, dann signalisiert das der Biene Gefahr und zieht sich in ihr Brutnest zurück, in ihren Bau zurück. Sehr gut. Und jetzt machen wir mal ein Volk auf. Also so ein Bienenstock hat man heute so konstruiert, dass der aus einem Boden besteht und solange die Bienen eintragen, Nektar eintragen, aus 3 Zagen und dem Deckel. Dabei ist die oberste Zage die Zage, in die die Bienen den Honig einlagern. Und die 2 unteren Zagen sind sozusagen die Wohnung der Bienen, wo die Brut sitzt und wo die Bienen dann eben die Nacht verbringen. Im Winter, wenn kein Honig eingetragen wird, ist die 3. Zage weg. Manche Imker reduzieren dann auch im Winter auf eine einzige Zage, weil im Winter das Volk eben schwächer ist und wenn der Raum kleiner ist, muss auch nicht so viel gewärmt werden. So. Also. Als Imker braucht man nicht viel Werkzeug. Da haben wir hier den Smoker, einen Wabenheber, einen Stockmeißel und einen Pinsel. Das Gerät ist sehr praktisch. Das kann man außen in die Zage reinhängen und dann kann man Waben, die man rausgezogen hat, außen dran hängen. Das wird man gleich sehen. So. Jetzt setze ich mal das Ding auf. Na. Und das machen wir nachher. Wenn man den Deckel abhebt, dann ist in der Regel eine Plastikfolie da. Die soll verhindern, dass die Bienen an den Deckel die Waben dran bauen. Sonst hat man nachher alles zugebaut und das muss man natürlich verhindern. Ich hebe jetzt mal die oberste Zage ab, dann nehme ich erst ein bisschen Rauch. Da ist jetzt schon etwas Honig eingetragen, das heißt, es wird ganz leicht. Und da fällt jetzt als erstes Mal dieses Gitter auf. Nicht alle Imker verwenden so ein Gitter. Das Gitter hat die Aufgabe zu verhindern, dass die Königin oder Drohnen in den Honigraum kommen. Dadurch entsteht im Honigraum niemals Brut, sondern es ist da immer nur reiner Honig. Den müssen wir jetzt auch wegmachen. So. Und dann haben wir jetzt hier den Brutraum.
Muss ich jetzt mal gucken, ob ich da was Gescheites finde. Sonst muss man auch ein anderes Volk gehen. Also mal. So, da sieht man, wie das mit dem Wabenheber geht. Naja, da ist jetzt nichts. Nee. Und das kann ich jetzt hierher hängen. Das ist sehr praktisch. Hier haben wir eine wunderschöne Wabe. Hier sieht man eine große Fläche mit verdeckelter Brut. Das heißt also, in die Waben hat die Königin Eier gelegt. Aus den Eiern entwickeln sich dann zunächst mal Maden und nach einer gewissen Dauer, 7 Tage, werden diese Zellen dann mit Wachsdeckelchen verschlossen, bis die Biene dann schlüpft. Hier sehen wir Arbeiterinnen, aber auch Drohnen. Das hier zum Beispiel ist der Watt geflogen. Das ist ein Drohnen. Drohnen sind männliche Bienen. Die haben keinen Stachel, deshalb kann ich den hier so einfach wegnehmen. Aber er merkt, dass ich was will und dann flüchtet er. Die sind etwas Eine- größer. Hm? Bitte? Die Drohnen Die sind Drohnen etwas sind größer. bulliger, sind größer, stärker als die Bienen. Die Drohnen haben keine andere Funktion, als eine Königin zu befruchten. Die Drohnen sind für sich genommen vollständig hilflos. Die müssen ernährt werden und die können, wenn sie außerhalb des Stockes sind, nicht selbst Futter suchen. Die gehen also zugrunde. Die können wieder zurückfliegen in den Bienenstock und werden reingelassen im Herbst. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie aber nicht mehr reingelassen und im Winter gibt es überhaupt keine Drohnen mehr im Bienenvolk. Die Bienenvolk hat ungefähr während der Sommermonate vielleicht etwa 1000 solcher Drohnen. Jetzt gucken wir mal auf der Seite. Ja, wunderschöne Brutwabe. Also im Idealfall hat eine solche Brutwabe immer so diese halbrunde Form und um diese Form herum wird Futter eingelagert, sprich also Nektar oder Honig und Pollen. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch was Interessantes finde.